Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder etwas Fahrendes für euch und zwar diesen coolen und besonderen Retro-Traktor von Amevi. Irgendwie auch ein witziges Teil mit einigen coolen Funktionen und daher wollen wir heute mal schauen, was der alles so kann. Natürlich auch hier wieder alles ready to run mit allem, was ihr zum Fahren benötigt, bis auf die Batterien für die Fernsteuerung. Ich würde sagen, wir legen einfach sofort los. Let's go! Hier haben wir jetzt wieder einen schönen bunten Karton von Amevi und auf der Rückseite haben wir auch wieder ein paar Informationen zum Modell abgebildet. Dann machen wir den Karton mal auf und haben natürlich wie immer als erstes die Bedienungsanleitung, hier auf Deutsch und Englisch. Dann haben wir als nächstes eine Tüte. Darin befindet sich das USB-Ladekabel, eine kleine Pipette für das Dampfwasser. Dann haben wir noch eine kleine Kurbel, die können wir gleich vorne noch einstecken. Genauso wie das Dachgestell für den Fahrer und natürlich auch das passende Dach dazu. Das müssen wir gleich ebenfalls noch montieren. Und hier haben wir noch eine kleine weitere Tüte. Darin befindet sich eine Anhängerkupplung und die Befestigungsschrauben. Als nächstes haben wir dann schon den außergewöhnlichen Retro-Traktor. Den zeige ich euch natürlich gleich nochmal etwas näher im Detail. Hier versteckt unter dem Sitz haben wir dann auch den Akku, und zwar ein 1S 500 mAh LiPo-Akku im Hardcase. Und am Ende natürlich, wie bei einer RTR-Version gewohnt, noch die 2,4 GHz Fernsteuerung. Die zeige ich euch natürlich auch nochmal etwas näher mit den ganzen Funktionen. Hier haben wir das gute Stück mal vor uns. Das erste, was wir jetzt mal machen, ist das Modell fertigstellen. Das heißt, wir können hier einmal vorne die Anlasserkurbel reinstecken. Das ist natürlich nur eine Attrappe und wird einfach nur hier vorne reingesteckt und dann kann man sie von Hand drehen. Dann können wir das Dach noch montieren. Dazu müssen wir das Dach einmal mit dem Stützgestänge verbinden. Das kann man auch hier nur in eine Richtung montieren, weil die Maße der Abstände anders sind. Und dann können wir den kompletten Dachaufbau hier einmal über den Fahrersitz einstecken. Und als letztes können wir natürlich auch hinten noch die Anhängerkupplung anbringen. Die wird hier einfach nur mit 2 Schrauben unter das Chassis geschraubt. Und ich finde, das ist wirklich ein richtig witziges und untypisches Modell. Von der Optik her irgendwie richtig cool, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es das im Original überhaupt gegeben hat so, aber spielt für mich jetzt eigentlich auch gar keine Rolle. Der komplette Aufbau des Retro-Traktors besteht hier fast komplett nur aus Kunststoff, deswegen allzu dolle fallen lassen würde ich den jetzt lieber nicht. Ansonsten haben wir hier schon, wie gesagt, eine richtig coole Optik mit sehr vielen Details, die man teilweise auch bewegen kann, wie hier zum Beispiel die Bremshebel oder auch der kleine Gashebel hier vorne. Und ich denke mal, der Hebel hier in der Mitte ist wahrscheinlich dann die Feststellbremse im Original. Auch hier der angedeutete Keilriemen an der Seite der Motorattrappe dreht sich beim Fahren realistisch mit. Der ganze Traktor steht hier auf hohlen, gummierten und profilierten Reifen. Das heißt, wir haben je nach Fahroberfläche dann noch einigermaßen guten Grip, auch dank des Vierradantriebs. Denn angetrieben wird der Retro-Traktor von 2 Bürstenmotor, einmal hier vorne an der Vorderachse und einmal hinten an der Hinterachse und das jeweils direkt laut Homepage. Die Hinterachse ist hier mit den angedeuteten Blattfedern auch ganz gut gefedert. Gelenkt wird der Traktor über ein Servo, das sitzt auch hier vorne in der Motorattrappe mit drin. Hier sieht man auch noch das Lenkgestänge rausgucken. Die Lenkung ist hier auch Gott sei Dank proportional, genauso wie die Gasfunktion. Die ist natürlich ebenfalls proportional steuerbar. Was ich auch ganz cool finde, dass man hier alle 3 Seitenklappen des Aufliegers runterklappen kann. Dazu muss man einfach nur jeweils die beiden Hebel hier nach oben drehen und dann an der schwarzen Kappe nach innen ziehen. Dann kann man die jeweilige Klappe herunterklappen. Und man kann sogar auch, leider zwar nicht elektrisch, sondern nur manuell von Hand, noch den Auflieger nach oben klappen. Dazu muss man allerdings als erstes einmal von unten die Sicherungsschraube rausdrehen. Erst dann kann man dann händisch den Auflieger nach oben kippen. Auf der Unterseite haben wir mittig noch den Ein-Ausschalter. Wenn wir den länger drücken, dann geht der Traktor an. Dann sehen wir auch ganz vorne noch eine Beleuchtung. Aber dieser Scheinwerfer ist hier leider am Modell die einzige Beleuchtung. Was auch noch ganz cool ist, hier oben auf der Motorattrappe haben wir noch eine kleine Gummiabdeckung. Wenn wir die abmachen, können wir hier in den kleinen Behälter noch Wasser einfüllen. Dann haben wir hier aus dem Auspuff sogar noch Wasserdampf als Imitation der Auspuffabgase. Da bin ich auch mal gespannt, wie das gleich aussieht. Und was wir an dem Traktor auch noch haben, ist ein Soundmodul. Wie sich das anhört und auch die Rauchentwicklung ist, zeige ich euch dann gleich, wenn ich euch die Fernsteuerung mit den Funktionen zeige. Hier vorne unter dem Sitz kommt, wie eben schon gesagt, der Hardcase LiPo-Akku rein. Dazu müssen wir die Sitzauflage einfach nur ein bisschen zur Seite schieben und dann kann man den Deckel abnehmen. Dann kann man den Akku richtig herum mit dem Anschluss passend zum Gegenstecker einfach einsetzen, reindrücken und schon ist der Kontakt hergestellt. Und dann können wir die Sitzauflage hier wieder auflegen und zur Seite festklemmen. Die Länge des Retro-Traktors beträgt ca. 350 mm. Die breiteste Stelle beträgt hier 135 mm. Wir haben eine Höhe von ca. 150 mm und ein gesamtes Fahrgewicht von ca. 580 Gramm.
Wir haben hier eine normale 2,4 GHz Fernsteuerung in Pistolengriff-Ausführung, natürlich hier komplett aus Kunststoff. Die liegt auch ganz gut in der Hand und ist auch nicht allzu groß. Betrieben wird die Fernsteuerung mit 2 AA-Batterien, die kommen hier unten in das Batteriefach rein. Steuern können wir den Traktor natürlich ganz normal wie bei allen anderen Pistolengriff-Fernsteuerungen. Zum Gas geben müssen wir den Griff hier unten nach hinten ziehen und zum Rückwärtsfahren müssen wir den Griff nach vorne drücken. Und gelenkt wird hier über das Lenkrad in Reifenform. Das sitzt hier auf der rechten Seite und kann man auch nicht für Linkshänder umbauen. Wie eben schon erwähnt, haben wir auch am Traktor eine proportionale Steuerung, sowohl für das Fahren als auch für das Lenken. Das heißt, wir können den Traktor je nach Stellung des Gashebels langsam oder schnell fahren und natürlich auch je nach Stellung des Lenkrads mehr oder weniger einschlagen. Dann haben wir auf der Oberseite der Fernsteuerung noch ein paar Knöpfe und Drehputis. Da haben wir als allererstes hier unten den Ein-Aus-Schalter. Den müssen wir für ca. 2 Sekunden drücken, dann geht die Fernsteuerung an. Wenn wir dann den Traktor ebenfalls anschalten, verbinden sich die beiden Komponenten automatisch miteinander und wir können loslegen. Standardmäßig geht beim Einschalten des Modells auch das Soundmodul, die Rauchfunktion und das Licht an. Den Sound können wir dann hier oben über den linken Knopf ein- und ausschalten, indem wir da jeweils einmal kurz drauf drücken. Ich finde, beim Starten hört sich das Soundmodul auch wirklich richtig cool an. Klar ist es kein satter Sound, aber wo soll er auch herkommen? Nur der Sound beim Fahren ist jetzt eher so lala, weil er nicht der Fahrgeschwindigkeit angepasst wird. Deswegen muss da jeder selber entscheiden, ob er das Soundmodul aktiviert oder eben auslässt. Wenn wir einmal länger auf den Knopf drücken, dann können wir das Licht vorne ein- und ausschalten. Dann haben wir auf der rechten Seite noch einen Knopf. Hiermit können wir dann die Rauchfunktion aktivieren und deaktivieren. Dazu müssen wir natürlich vorher einmal hier vorne in den Motorblock mit der Pipette ein bisschen Wasser reinmachen. Und wenn wir dann den Dampf aktiviert haben, raucht das hier vorne raus. Das sieht auch wirklich richtig cool aus. Kommt auch so ein bisschen im Takt des Motorsounds hier raus. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Ist auch hier drinnen zumindest sehr gut zu erkennen. Ob man das auch draußen so gut erkennen kann, sehen wir gleich in den Fahrvideos. Dann haben wir oben noch 2 Drehputis. Mit dem linken Poti können wir noch die Lenkung etwas korrigieren, falls der Traktor mal nicht geradeaus fahren sollte. Und mit dem rechten Poti können wir die Maximalgeschwindigkeit des Traktors einstellen. Das heißt, wenn wir den Poti nach links auf 25 drehen, haben wir die langsamste Geschwindigkeit bei Vollgas. Und wenn wir den komplett nach rechts drehen auf 100%, dann haben wir logischerweise die höchste Geschwindigkeit bei Vollgas. Das macht auch einen relativ großen Unterschied, wie man sehen kann. Und hinstellen kann man die Fernsteuerung dann auch noch.
Am Ende natürlich auch hier ein kurzes Fazit. Optisch finde ich den Retro-Traktor ganz cool und auch irgendwie interessant. Auch den Detailgrad finde ich jetzt gerade auch für den Preis echt in Ordnung. Schade ist ein bisschen die schwache Beleuchtung und die fehlende Fahrerfigur, aber die kann man sich ja, wie ihr gesehen habt, auch extra dazu kaufen. Ich habe jetzt hier eine Figur von Bruder genommen, die passt ganz gut. Man muss halt nur aufpassen, dass man die Lenkung mit den Beinen und den Armen nicht blockiert. Was hier mal richtig cool ist, ist die Rauchfunktion. Die funktioniert erstaunlich gut und man sieht den Rauch auch bei Tageslicht sehr gut. Obwohl ich hier auch nur Leitungswasser genommen habe, wird hier ein richtig dichter Rauch erzeugt. Da bin ich also richtig positiv von überrascht. Und mit einer Tankfüllung, also ungefähr 2 Pipetten voll Wasser, reicht der Rauch so für etwa 10 Minuten. Das Soundmodul ist jetzt so lala, würde ich sagen, aber ehrlicherweise habe ich auch noch nie wirklich ein gutes Soundmodul gesehen bzw. gehört. Beim Starten des Motors hört sich das aber richtig cool an, nur beim Fahren ist es eher ein eintöniges, monotones Geräusch, das beim konstanten Fahren auch ganz okay passt, aber irgendwann auch ein bisschen nervig sein kann, weil es in einer Tour durchläuft und nicht der Geschwindigkeit angepasst ist oder beim Stehenbleiben leiser wird. Aber ihr habt ja immer die Wahl, alle Funktionen einzeln und unabhängig voneinander ein- und auszustellen. Nur generell, wenn man den Retro-Traktor anstellt, gehen erstmal alle Funktionen gleichzeitig mit an. Steuern lässt sich der Traktor aber ganz gut, auch dank proportionaler Steuerung. Auch, dass man die Maximalgeschwindigkeit über die Fernsteuerung einstellen kann, finde ich sehr gut. Da am besten, finde ich, passt zu dem Traktor, wenn man nicht ganz so schnell fährt. Auch weil wegen der dann doch eher mauen Federung hinten und der komplett fehlenden Federung vorne der Traktor schon stark zum Springen anfängt, wenn man zu schnell über unebenes Gelände fährt. Generell im Gelände schlägt er sich aber entsprechend des Modells ganz gut. Ich habe es auch schon geschafft, etwa 45 Grad Steigungen hochzukommen, wobei es da natürlich dann auch sehr auf den Untergrund ankommt. Durch das relativ leichte Gewicht gibt es natürlich auch irgendwann Traktionsprobleme, gerade auch bei gerölligem Untergrund. Auch wegen der fehlenden Torsionsmöglichkeit der Vorderachse ist es doch eher ein starres Fahrwerk und es kommt im Gelände öfters vor, dass dann ein Rad in der Luft steht und man den Antrieb halt nicht voll ausnutzen kann. Es ist aber ja auch kein Crawler und der Traktor ist, denke ich mal, auch nicht wirklich dafür ausgelegt oder gedacht. Ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Link zum Traktor steht natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abo und Glocke nicht vergessen für die, die alle meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare eure Meinung zum Retro-Traktor. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.